Hallo und willkommen zum zweiten Teil. In diesem zweiten Teil werde ich die Maschine etwas näher vorstellen und ganz besonders auf die Programme eingehen, Fusion und WinPC. Ich werde zeigen, wie ich antaste, wie das mit dem Werkzeuglängensensor funktioniert, mit dem automatischen Werkzeugwechsel und die ganzen Einstellungen, die ich vorgenommen habe. Ja, fangen wir gleich mal an. Hier kann man wieder schön das Bedienpanel sehen, die Kühlung, die man ein- und ausschalten kann, den Spindelmotor. Ich denke, auf die Knöpfe hier muss ich nicht eingehen. Ich habe schon ein kleines Werkstück, eine Opferplatte eingespannt und wir werden folgendes Werkzeug benötigen. Vom Team Hase den Zweischneider 3,175 Fischschwanz und von meiner Oberfräse ein Nutenfräse heißt das Ding, meine ich, 6 mm Zweischneider. Diese Werkzeuge werden wir brauchen. Und wir fangen gleich mal an mit Fusion. Ich habe es schon geöffnet. So, wir gehen auf. Ich gehe mal auf Öffnen. Hier sieht man schon einen Nutentisch. Ich habe mal meinen kompletten Nutentisch vermessen und nachgezeichnet, wie auch diesen Werkzeuglängensensor. Kann ja mal kurz zeigen. Also ich muss sagen, das war jetzt so ein bisschen als Übung gedacht, das Ding nachzuzeichnen, aber das ging ganz leicht von der Hand. Also wenn man sich damit so ein bisschen rein versetzt, dann geht es doch fixer, als man meint. Ich kann nur mal kurz zeigen den Nutentisch. Das war ja der Grundkörper. Den habe ich dann extrudiert. Hier die Maße, auch wenn es ein bisschen heftig aussieht, das war Copy-Paste. Das habe ich nur einmal angelegt. Und hier Spindelverfahrweg. Also auf dem Nutentisch kann diese Fläche mit der Spindel abgefahren werden. Und man sieht hier auch schön, ich habe den Werkzeuglängensensor ganz bewusst auf die Position 00 gesetzt. Okay, fangen wir gleich mal an. Wir erstellen uns eine neue Skizze, direkt auf dem Nutentisch und können uns jetzt eigentlich die ganzen Körper ausblenden. Wir starten hier einfach mal so mit also am Rechteck, sagen wir hier 70 auf 50. Gucken mal kurz, wie sieht es auf dem Tisch aus. Spindelverfahrweg machen wir noch an. Ja, kann man so lassen. So, da will ich einen Kreis mit 20 mm. Das soll jetzt nichts Wildes werden, einfach nur um das alles vorzustellen. Hier machen wir Mitte, Mitte. Ja, finde ich in Ordnung. Jetzt machen wir Skizze fertigstellen, extrudieren das Ganze. Die MDF-Platte hat zufällig 7,5 mm, deswegen lassen wir das so. Kann man sogar Darstellung jetzt noch ändern. Ich glaube, das heißt Buche. Machen wir MDF. Gut. So, wählen die Skizze wieder aus. Jetzt von unten und sagen wieder extrudieren. Die zwei Flächen. Aber ich will nicht von unten anfangen, sondern starten aus Objekt. Sag von oben anfangen. Dann will ich minus 2 mm. So. Das soll getraced werden. Das schwebt jetzt so ein bisschen in der Luft, aber das macht ja nichts. Nun gehen wir auf Fertigen. Erstellen uns erstmal ein Setup. Sagen die, jetzt können wir uns hier kurz noch die, na wo ist denn das? Moment. Ah, das habe ich gesucht, den Ursprung.
erstellen jetzt ein neues Setup und sagen hier exakt wie mein Ursprung. Das soll mein Nullpunkt werden. Das alles andere passt. Jetzt sagen wir hier seitlicher Versatz 0, 0. Und der Postprozessor passt auch. Dann OK. Wählen hier jetzt eine 2D-Tasche. Wählen die untere Kontur an, das ist ganz wichtig. Und sagen hier auch beim Werkzeug auswählen. Hier habe ich schon was erstellt. Wie sagen die Köche immer, ich habe da mal was vorbereitet. Und hier sieht man den Zweischneider Fischhase. Ich habe mir angewöhnt, an erster Stelle wie viel schneiden, dann was für eine Geometrie oder was ist es für eine Art, von welchem Hersteller und den Durchmesser. Und so benenne ich immer mein Werkzeug. Das habe ich schon alles gemacht, also 2 Schneiden, Hartmetall. Diese Werte habe ich alle von Team Hase bekommen. Daran erkennt man auch einen guten Hersteller. Der gibt gleich alle Daten mit. Diese ganzen eBay-Fräser, die taugen alle nichts. Hier mein AMP 1050, das habe ich schon alles ausgemessen und nachgezeichnet. Da kalte auswählen. Und nun zu den Schnittdaten. Ich tat mir echt schwer mit diesen Schnittdaten. Ich habe hier eine Excel programmiert und als Richtwert habe ich das von Sojotech genommen. Da gibt es so eine Anleitung, wie man das alles berechnet. Plus so ein bisschen, ja, ich sage mal meine eigene Note. Also, Material. 7 MDF habe ich ein bisschen ausgegraut, weil die Schnittwerte ja doch schon echt heftig sind. Das benutze ich echt ungern. Deswegen hier Material Nummer 6. Wenn man jetzt zum Beispiel auf Nummer 4 geht, Hartkunststoff, dann springt das gleich alles rüber. Aber wir haben weiches Holz. Fräserdurchmesser 2,175. 2 Zähne. Und hier Zahnvorschub aus Tabelle. Das wird nicht automatisch übernommen, weil ich einfach sage, ja, beim 3,5 mm, was soll man dann nehmen? Das muss man selbst entscheiden. Deswegen kann man es jetzt schön ablesen. Ich nehme jetzt einen 3 mm, 0,035, das passt auch. Jetzt warnt er hier schon. Achtung, die Drehzahl überschreitet die maximale Drehzahl von der Spindel. Aber für die Berechnung kann man auch hier schön sehen, wenn C15 kleiner als C10, dann benutze C15. Ansonsten nimm diesen Wert. Das heißt, diese Rechnung stimmt. Hier kann man jetzt einen seitlichen Vorschub sehen in Millimeter pro Minute und Millimeter pro Sekunde. Den Helix-Vorschub, da tue ich einfach dritteln. Ich habe gehört von den erfahrenen CNC-Lern, dass es ein schöner Wert ist. Dann gibt es den Vertikalvorschub als Spirale, das ist ganz wichtig. Das benutze ich eigentlich immer. Also ich tauche nie direkt ein, aber trotzdem hier mal auch den direkten Vorschub. Eintauchtiefe pro Durchgang, seitliche Zustellung, Gegenlauf, Gleichlauf, das muss man ja hier schon definieren. Und die Schnittgeschwindigkeit ist alles von hier übernommen. Falls man einen Gravurstichel hat, dann kann man die Werte übernehmen. So, wenn wir schon dabei sind, gleich zu den Eigenschaften. Hier habe ich mal so eine kleine Auflistung gemacht, also ein Zweischneider, wo man das benötigt und wie der aussieht. Hier einen diamantverzahnten Nutfräser, ich nenne die halt immer Oberfräsen. Und Radiusfräser, so ein Einschneider und Gravurstichel. Das sind jetzt so die gängigsten, würde ich mal behaupten. So, also seitlicher Vorschub 1750. Das habe ich hier schon alles eingetragen. Helix, das Rest berechnet er sich ja selber. Eintauchvorschub, ebenfalls hier aus der Tabelle. Und hier die Tiefenzustellung und Querzustellung. Akzeptieren wir. Auswählen. Geometrie haben wir ja schon definiert. Die Endhöhe passt auch. Bei den Durchgängen, ich will kein Rohteil aufmachen, das kann er ruhig in einem Ding machen. Tiefenschnitte brauche ich auch nicht, das kann er auch in einem Durchgang alles machen.
Einfahrt brauche ich nicht. Die Ausfahrt ist nicht schlecht, kann man auch ein bisschen erhöhen. Die Ausfahrt bedeutet einfach, dass er sich wieder entfernt von der Seitenwand, weil sonst wird er beim Ausfahren wie so eine kleine Tasche erzeugen, so ein Kratzer einfach an dieser Außenwand. Wenn man sich das angewöhnt, dann verinnerlicht man das gleich und ich glaube, das ist der bessere Weg. Das passt. Materialeinfahrt, da machen wir mal die Spirale. Ich glaube, ansonsten passt das alles. So. Das hier ist übrigens die Ausfahrt. Also da entfernt er sich wieder vom Rand. So, jetzt machen wir wieder eine 2D-Tasche. Als Werkzeug wählen wir jetzt meinen Zweischneider Nut, also Nutfräser von Bosch, 6 mm. Hier wieder das gleiche, die ganzen Angaben, aber das habe ich ausgemessen, das habe ich nicht vom Hersteller bekommen. Halter wieder mein A und B. Schnittdaten, jetzt ruft man wieder die Excel-Liste auf. Material passt, Fräserdurchmesser sagen wir 6, das passt auch. 0,09. Ja, hier wären wir schon fast an der maximalen Spindeldrehzahl. 4,5, 1,5, 2250. Und da sind sie 4,5, 1500 und 2250. Tiefenzustellung und Querzustellung. Eins noch zur Excel-Liste. Die Excel-Liste liegt auf meinem Cloud-Ordner, auf Dropbox. Wer meinen Kanal abonniert, der kriegt einen Link und kann dann die Excel-Liste gerne für sich nutzen. Akzeptieren das Ganze. Okay, wieder Bosch. Weiter. Die Höhen, Endhöhe passt wieder. Muss man nichts machen. Durchgänge muss ich nichts machen. Ein Rohteilaufmaß brauche ich nicht. Tiefenzuschnitte brauche ich auch nicht. Würde man hier zum Beispiel 0,5 eintragen, würde er 4 Durchgänge machen, weil er ja 2 mm tief fräsen muss. Brauche ich nicht bei so einem Mordsfräser. Eine Ausfahrbewegung brauche ich nicht. Einfahrt nicht, aber die Ausfahrt wieder. Obwohl, das kann man mal weglassen. Da kann man mal sehen, wie er so die Wand kratzt. Und hier wähle ich sehr gerne Profil längs. Das verwende ich sogar am häufigsten, glaube ich. Da kann man schön sehen, wie der so im Zickzack eintaucht. Aber bei der Spirale entweder müsste man den Radius etwas vergrößern, weil man hat es ja schon hier gesehen, wie eng dieser Radius ist. Okay, das waren mal jetzt die zwei Funktionen. Können wir vielleicht noch simulieren. Nehmen wir hier wieder das Rohteil. Das Material. Irgendwie nimmt jeder Keramik, dann mache ich das auch. Und so fräst der kleine Fräser. Und so der große. Passt. Hier auf Postprozessor. So, zum Postprozessor. Ich zeige euch mal, wo man es runterladen kann. Man gibt einfach hier ein Fusion 360 Win PC Postprozessor. Auf die Seite von Lewitz weiter verlinkt. Wird mir hier wieder weiter verlinkt auf Autodesk. Oder zu Autodesk. Und hier kann man es downloaden, wenn man das runtergeladen hat. Hier Setup, persönliche, genau, man muss das hier anklicken und muss hier sagen, wo das abgelegt ist. Wie soll ich denn das Layer öffnen? Ah ja, da genau, da ist es. Dann wähle ich mal hier, es gibt ja nichts anderes, weil das ist der persönliche Ordner.
Dann fragt der Ausgabeordner wohin. Sagen wir einfach mal hier auf die Oberfläche. Mal einen neuen Ordner, schreiben wir Test. Ordner auswählen. Dann fragt er hier Programmname. Hier kann man sich was ausdenken. Was mir aufgefallen ist, ist das hier. Das ist ganz wichtig. Standardmäßig ist hier ein Nein. Man muss aber ein Ja sein machen. Wenn man ein Nein drin lässt, schreibt er in den Editor ein M00, kurz vorm Werkzeugwechsler. M00 bedeutet einfach Programmstopp. Dann bleibt er einfach undefiniert stehen, die Spindel dreht sich weiter, finde ich extrem nervig. Und wenn man hier ein Ja macht, macht das Programm einfach weiter und fährt dann weit selbstständig in diese Parkposition und erlaubt dann einen Wechsel. So, gehen wir auf Postprozessor, wieder logisch der Name, speichern. Genau. Und hier, das ist ja diese erste Tasche, und hier würde er dann ein M00 machen. Das ist einfach nervig. Das war jetzt mal Fusion. Machen wir weiter mit dem WinPC NC. Ich muss es immer als Admin ausführen, deswegen habe ich das extra dazu geschrieben. Meine Wenigkeit. Wenn man mit dem automatischen Längensensor oder mit der automatischen Längenkompensation arbeiten möchte, ist die Reihenfolge ganz wichtig. Ich habe es mir angewöhnt, Profil laden, diese Verknüpfung. Hier sieht man, das war der Auslieferungszustand vom Peter. Peter ist ein Mitarbeiter vom Team Hase. Und hier, ich habe auch noch so ein Laserprofil und hier eigene Parameter, anderes Tastmaß. Das öffne ich. Der verliert dann immer die Maschinenkoordinaten. Deswegen muss man es immer zuerst machen. So, und lade auch gleichzeitig hier diese WPI-Datei, die Parameter. Okay, Profil ist geladen. Jetzt können wir unsere Versandfahrt machen. Ja, die Parkposition habe ich da ganz hinten definiert, damit ich einfach Platz habe zum Einsparen, vom Werkstück bearbeiten. Und ich habe gesagt, okay, du fährst mir nach hinten. Das ist auch die Wechselposition vom Werkzeug. Jetzt erkläre ich mal ein bisschen was zum manuellen Fahren. Jetzt kann man dieses mal anhören. Also die Maschine ist schon flott unterwegs. Ich benutze zum Verfahren so ein Numpad. Ich lege mir das immer genau so hin, weil dann stimmen die Achsen. Also im Eilgang so fahren, ebenfalls im Eilgang. So habe ich das immer hingestellt. Ein Handrad habe ich leider noch nicht. Das ist wahrscheinlich die nächste Anschaffung. Da kann man auch Z fahren. Diese Taste habe ich mit Absicht draus gemacht. Das ist Phase Z0 und Phase XY0. Und wenn man da versehentlich drauf kommt, dann fährt die Maschine sofort los und bricht mir regelmäßig die Fräse ab. Deswegen habe ich gesagt, das kommt raus. Wenn ich auf XY0 fahren möchte, dann mache ich das mit der Maus und nicht mit dem Numpad. Okay. Nochmal zur Reihenfolge. Also zuerst Profil laden, Parameter laden. Dann unsere Versandfahrt. Dann öffnen wir die Datei. Auf der Oberfläche Test. Ich drücke hier auf die Brille. Dann sehe ich meinen kompletten Verfahrweg und wo das so ungefähr sein sollte. Den Editor lasse ich mir auch gleich einblenden.
Und genau, also nochmal die Reihenfolge: Parameter laden, Profil laden, Datei öffnen und jetzt wird angetastet. Also wo ist hier dieser Nullpunkt? Den definieren wir jetzt. Gehen hier auf manuelles Fahren und fahren hier mit dem Den Nullpunkt definiere ich immer hier mit dieser Tastplatte. Dazu lege ich das so hin. Ich habe übrigens das Werkstück mit Absicht so schräg eingespannt, weil ich was zeigen möchte. Wir gehen dann hier wieder auf diesen Button hier, Tastplatte, definieren den Tasterdurchmesser, in diesem Fall 3,17. Dann drückt man das schön an und sagt, ich fahre mit Y ein bisschen weiter nach hinten. Gut, das passt. Also nachdem man auf Start gedrückt hat, muss man nichts mehr machen. Ich gehe hier, also man sieht hier den Winkel, 7,4 Grad. Ich gehe jetzt auf Übernehmen. Jetzt kann man auch sehen, wie sich hier, wie das dann auch so eine Art Offset reinbekommen hat. Also der tut jetzt einfach das Werkstück so sein interpolieren mit so einem Offset. Also wirklich genial gemacht. Okay, also wir haben den Nullpunkt bestimmt vom Werkstück. Zwar haben wir Z auch bestimmt, aber das ignoriere ich immer. Muss man auch ignorieren. Das erste Werkzeug wird hier, Tasche 1, also T1, Werkzeug 1. Das vermessen wir jetzt. Ich drücke hier auf Vermessen. Das Werkstück ist jetzt vermessen. Wieder OK. Jetzt gehe ich hier mit diesem Button Maschine am Punkt fahren, ungefähr in die Mitte von der Fläche, die bearbeitet wird. So, vielleicht gibt es am Rand so, vielleicht ist es aufgequollen oder was, und deswegen sage ich, ich fahre immer in die Mitte. Und falls es hier irgendwie so einen Z-Fehler geben sollte, wird er einfach kompensiert, weil ich schön in der Mitte bin. Gehe wieder auf manuelles Fahren und sage hier mit diesem Button Position fahren. Na, ich hätte Z erst ein bisschen runterfahren können. Naja, macht nichts. Jetzt ist Z bestimmt, XY sowieso. Wir können es ja mal kurz überprüfen. Wir fahren XY0 und Z0. Und also es sieht sehr gut aus, ich glaube, wird vom Taster verdeckt. Ja. Aber wir sind wirklich exakt am Eck. Schauen wir da ein bisschen hoch. So, die Meter. Wir wären jetzt soweit. Gehen wieder in diese Ansicht. Ich aktiviere die Spindel. Den Zweischneider habe ich schon eingespannt, wie man schön sieht. Und es kann losgehen. Eine Absaugung habe ich ja noch nicht, deswegen folge ich jetzt mit dem Staubsauger.
Die Software fordert mich auf, einen Werkzeugwechsel vorzunehmen. Jetzt kommt dieser Bosch-Fräser. Übrigens bin ich vorhin kurz zusammengezuckt, weil ich am Fräser hängen geblieben bin. Hier kann man es sehen. Oh, fast vergessen. Das Werkzeug ist gewechselt und ich bestätige das mit dem OK-Button. Also ich mache hier gar nichts. Das macht alles die Software selbstständig. Da vermisst das Werkzeug. So, das Ergebnis. Ich muss zugeben, ich war der Meinung, dass durch die Geometrie von dem Zweischneider das hier so ein bisschen ausfranst, weil der Spalier nach oben befördert werden soll. Deswegen sind diese Nut-Fräser eigentlich so die bessere Wahl. Oder diese Art von Fräser. Aber ich muss sagen, ich sehe jetzt eigentlich keinen Unterschied. Jetzt messen wir das Ganze mal. Ja, also perfekt 2 mm. Und wieder 2 mm. Also diese ganze Kompensation von der Länge vom Werkzeug, von der Werkzeuglänge hat wunderbar funktioniert. Und so sieht das Ergebnis aus. Jetzt noch zu den Einstellungen. Ich springe jetzt einfach durch. Wenn jemand sagt, die und die Info brauche ich, dann kann er das Video einfach kurz pausieren. Hier habe ich, glaube ich, genau die zwei Haken gesetzt. Koordinaten Ursprung, das ist wichtig. Hier habe ich eigentlich nichts gemacht. Genau, hier die drei Haken habe ich gesetzt und die Position von meinem Taster XY0 und Z20. Und bei sonstige, ja, lasse ich mir halt den NC-Programm-Editor anzeigen. Farbschattierungen mache ich die Drehzahl, wegen meinem Laser. Und Jobausführung sage ich hier Start, End, Parkposition, Werkzeugwechsel, ja an Parkposition. Dann Technologie, ja, ich habe noch Rundachse, Laser, aber da Laser habe ich noch keine Einstellungen vorgenommen. Hier glaube ich habe ich nichts geändert. Also das Einzige, was ich hier geändert habe, ist das hier. Ich habe Pin 17 auf Drehzahl PWM gelegt. Ja, hier habe ich nichts gemacht. No. No. Taster, genau, das ist mein Tastermaß, 10 mm. Und die Offset-Tastplatte. Also man muss die Tastplatte vermessen. Das sind halt meine Vorgaben. Und dann hat man es ja schön gesehen, wie er das macht. Hier habe ich nichts gemacht. Hier habe ich, meine ich, auch nichts gemacht. Die Dimension, ja, das kriegt man ja alles schon von Team Hase vordefiniert.
Genau, das ist wichtig. Längenmessung und Kompensation. Ich habe einen Tasterblock und Tastplatte. Ja, die 4. Achse, die hat mir dieser Peter eingestellt. Dankeschön dafür. Z, Y, X habe ich nichts gemacht. Ja, hier sieht man Keypad USB. Und das waren jetzt mal so die Einstellungen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Man sieht schon die Opferplatte, die fertig gefräst ist. Das kommt jetzt in dem nächsten Video. Dann wird noch ein Lineal gefräst. Es werden ja jetzt gerade viele Kinder eingeschult. Und so peu à peu folgen jetzt die Videos. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.